Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir ein super leckeres Hähnchen-Kartoffel-Curry. Da wir alle Komponenten schön anbraten, entwickeln wir tolle Röstaromen. Wie ihr dieses Rezept zubereitet, das zeige ich euch jetzt. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige Rezept benötigt ihr folgende Zutaten: Hähnchenfleisch, ich habe hier fertig gewürztes genommen, eine halbe Gemüsezwiebel, 2 Zehen Knoblauch, ein Paket passierte Tomaten, 2 Möhren, 2 Paprikaschoten und in Scheiben geschnittene Kartoffeln. Alle Zutaten und Mengenangaben für dieses Rezept schreibe ich euch in die Videobeschreibung. An Gewürzen benötigen wir frischen Koriander, Kurkuma, Salz, Curry und Garam Masala. Für dieses Gericht schneiden wir die Zwiebeln in feine Streifen. Wer die Zwiebeln so grob geschnitten nicht mag, der kann sie aber auch in Würfelchen schneiden. Auch die Möhren schneiden wir in schöne Streifen. Dazu ein paar Mal längs runterschneiden und dann in gleichmäßigen Abständen quer. So erhaltet ihr schöne gleichmäßige Streifen. Die Paprikaschoten habe ich halbiert, entkernt und gewaschen. Ich nehme für dieses Gericht Spitzpaprika, da die einen etwas süßlicheren Geschmack haben als die normalen. Die Paprikaschoten, die schneiden wir jetzt in grobe Würfel. Die Knoblauchzehen, die pressen wir einfach durch eine Knoblauchpresse. Wer keine hat, sollte die Knoblauchzehen in ganz dünne Würfelchen schneiden. Ich habe hier fertig gewürztes Hähnchenfleisch genommen und schneide es jetzt zu geschnetzelten. Ihr könnt auch frisches Hähnchenfleisch nehmen und euch das zubereiten, dann würzt ihr es einfach nach eurem eigenen Belieben. Über das geschnittene gewürzte Fleisch geben wir jetzt etwas Speisestärke. Die Speisestärke, die sorgt dafür, dass das Fleisch außen richtig schön kross wird und innen ganz saftig bleibt. Die Speisestärke, die verrühren wir jetzt gut mit dem Geschnetzelten, so dass es komplett ummantelt ist. Nun erhitzen wir Öl in einer Pfanne. Ich nehme hier geröstetes Erdnussöl, da es sehr gut zu Currys passt. Außerdem riecht und schmeckt es sehr gut. Ihr könnt aber auch jedes andere Öl verwenden, das ihr zu Hause habt. Jetzt geben wir unsere in Scheiben geschnittenen Kartoffeln in das heiße Öl. Die Kartoffelscheiben, die werden jetzt erst einmal gewürzt. Und zwar mit reichlich Salz, da Kartoffeln wirklich sehr viel Salz vertragen. Und 2 Teelöffel Paprika edelsüß. Das Ganze dann schön in der Pfanne verrühren, damit sich die Gewürze überall gut verteilen können. Die Kartoffelscheiben, die lassen wir in der Pfanne jetzt richtig schön auf hoher Hitze anrösten. Wenn sie angeröstet sind, geben wir sie in eine Schüssel und stellen sie dann erst einmal beiseite. In dieselbe Pfanne geben wir jetzt wieder einen Schuss von unserem Öl und braten dann die Zwiebeln und die Knoblauchzehen darin an, bis sie schön glasig geworden sind. Wenn die Zwiebeln schön glasig sind, geben wir unsere Paprika und die Möhren dazu. Das Ganze rühren wir jetzt einmal gut durch und lassen es erstmal richtig schön anbraten. Jetzt würzen wir unser Gemüse erst einmal mit Salz, einem Teelöffel Paprika edelsüß, einem Teelöffel Curry und etwas Kurkuma. Dann vermischen wir alles gut miteinander, damit sich die Gewürze schön überall gleichmäßig verteilen können. Das gut angebratene Gemüse geben wir jetzt zu den Kartoffelscheiben in die Schüssel und stellen es wieder beiseite. Nun braten wir unser Hähnchengeschnetzeltes an. Hier gebe ich kein Öl dazu, da mein Hähnchenfleisch ja mariniert ist.
Wer jetzt frisches Hähnchenfleisch selber gewürzt hat, sollte noch mal ein bisschen Öl in die Pfanne geben. Das Hähnchenfleisch auf hoher Stufe jetzt von allen Seiten richtig schön kross anbraten. Wenn das Fleisch richtig kräftig angebraten ist, dann geben wir das Fleisch von einer Pfanne in einen tiefen Topf. Und in den Topf auf das Fleisch geben wir dann direkt unser Gemüse und die Kartoffelscheiben. Darüber geben wir jetzt ein Paket passierte Tomaten. In das Paket mit den passierten Tomaten füllen wir dann ein bisschen Wasser und geben es zu unserem Curry dazu. So bekommen wir auch den letzten Rest aus unseren passierten Tomaten heraus. Das Ganze jetzt einmal richtig schön im Topf verrühren. Nun geben wir an unser Curry noch ungefähr 1 Teelöffel von dem Garam Masala. Nochmal gut durchrühren und dann unseren Topf mit einem passenden Deckel abdecken. Das Ganze sollte jetzt erstmal mindestens für 20 Minuten langsam vor sich hin köcheln, damit die Kartoffeln gut gar werden können. Während dieser Zeit solltet ihr zwischendurch immer mal wieder umrühren. In der Zwischenzeit können wir schon mal den frischen Koriander schneiden. Den müsst ihr auch gar nicht so fein schneiden, da reicht es einfach, den grob runterzuschneiden. Denn den benutzen wir hinterher nur zum Drüberstreuen. Nach der Garzeit erst einmal schauen, ob die Kartoffeln auch wirklich gar sind und probieren. Denn jetzt ist dann auch der Zeitpunkt gekommen, das Gericht abzuschmecken. Ich schmecke mein Curry jetzt noch mit etwas Sojasauce ab, da bei mir auch noch ein bisschen Salz fehlt. So braucht man kein Salz dran geben und hat noch ganz viele andere Geschmacksnuancen in seinem Curry mit drin. Ich finde Sojasauce einfach total klasse. Jetzt rühre ich noch mal alles gut durch. Und dann schmecke ich auch noch mal ab. Meins ist jetzt prima so wie es ist und ihr müsst euer Gericht einfach so lange abschmecken, bis es euch selbst auch gut schmeckt. Und jetzt können wir unser Hähnchen-Kartoffel-Curry auf einem Teller anrichten. Wow, das duftet einfach fantastisch. All diese verschiedenen Gewürze, wunderbar. Das leckere Hähnchen-Kartoffel-Curry jetzt mit frischem Koriander noch bestreuen. Und schon habt ihr ein super leckeres und sehr gesundes Mittagessen. Ja, ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr beim nächsten Rezept auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Tschüss!